Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Wir spielen genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir haben die Königin getroffen und wir erfahren jetzt, was sie uns sagen will. Nicht tot, sie lebt. Wenn es euch das Video gefallen sollte, lasst gerne ein Like auf meinem Kanal da, ein Like auf dem Video, nein, ein Abo auf meinem Kanal, Like auf dem Video. Die YouTube-Welt. Schwierig. Und jetzt geht's direkt da weiter, wo wir N aufgehört and haben. M. Another version of us. What are we really? Why do we exist in the first place? The answers are within me, together with her hopes and dreams. I will give them a voice. I will make him hear our truth. Was ist das? 300 days remain to the intersection. It seems we might make it. Yes. It took every bit of our combined intellects, but we built it. To prepare for the time our two worlds collide. All that we are is contained within. Memories and our souls. We will all be gone, and then reborn. Will it be a new beginning, or our demise? No one can tell us that. Time will run its due course and show us the true meaning of our deed. Das war die Szene aus dem Prolog. Also die Welten sind In the kollidiert. distant past, what was once a single world was cleft in twain. Plus and minus, on the surface, they were identical. These two worlds of opposing nature knew nothing of each other as they wended their way towards their own respective futures. However, the worlds yearned for each other. Against the solitude of existence, they strove to reunite. Though it would spell certain destruction, should the two worlds intersect, they would cancel each other out and cease to be, leaving only light. Light, a shining beacon in the darkness, the last common language left to us. Though we inhabited separate worlds, the medium of light allowed us to communicate for the very first time. And so we sought for a way to prevent total oblivion. We pooled our knowledge and through time gave birth to a single point of hope. Origin. An arc containing all the world's data, recorded in words of light, carrying hope into the future. Origin was a system we constructed to reboot the world's states. And then, time was upon us. The reboot process failed to initiate. Instead, in that instant, the worlds became still, by the will of Mobius. So it's their fault. And at the heart of it was their ringleader, Zed.
You could say Zed embodies this frozen world. But what does that achieve? Freezing everything. Not a thing. He didn't need to do anything after that. Only to keep everything in its place in stasis and create an eternity to abide within. As was their wish. He made our lives their sustenance. Precisely so. In order to gain control of Origin, Zed captured the Kavesi Queen. To what end? To access the memories in Origin, to bend them to his will. He needed a key held only by its creators. A key? A heart might be more fitting. Zed used the key held by the Queen of Kevis and seized Origin in its entirety. Controlling Origin means controlling the world. And having shackled it, he can bend it to his will. Life and death are his playthings. Life and death. No one, not even M, knew the origins of this world. So I guess you have another key. Yes, it's in my possession. With its help, I was able to create the Ouroboros stones. Oh. Though most of the power is with Zed, I have been able to resist him to a small extent. It's a cogwheel? One of the gears from Origin. Through a process of catalysis between the Origin substrate and the core in my chest, I can generate the stones. And thanks to that, we became Ouroboros. Yes, but not completely. Huh? Remember, have you not succumbed to Mobius's power before? As I've said before, Zed commands the world's very fabric. Unfortunately, my own powers are sorely limited. And yet, you too can break Zed's fetters, as you've shown, smashing through the rules he established. With your Ouroboros powers and the Sword of the End, both. The Sword of the End. The sword you hold. It is a byproduct of resonance between the Kavesi Queen's heart and Origin. Does that mean it's like an Ouroboros stone? The Ouroboros stones and the sword, they're mere gimmicks. The crux of them lies with you. You see, there are keys inside of you too. Inside of us? Keys? Finally, my efforts were rewarded. I'm glad to meet with all of you who embody hope. Majesty, what is it that we must do? Right. Infiltrate Origin, then free it and the Kavesi Queen. From Zed. From the hands of Mobius once and for all. If we do free it, will we get to change the world? It's so cruel and senseless. Can we undo that? Uh-oh. Your Majesty, If you desire to have a future before you, I need to know. Zed and Mobius. Must they be our enemy? Noah. Now that is something for you to decide. After confronting them and discerning for yourselves what they truly are. All right. Come this way.
We've made some new friends. Okay. Also haben die Königinnen versucht, scheinbar die Welt von Xenoblade 1 und 2 zu connect. Warum sie das wollten, obwohl sie wussten, dass dann die Welt zum Stillstand kommt, ist immer noch fragwürdig. Keine Ahnung. Ich meine, gut, wenn die Welten irgendwie mal vereint waren, steht wahrscheinlich irgendwie ein größeres Ziel dahinter. Und Mobius sagt sich, nö, ich finde geil, wie es ist. Und will einfach, ja gut, dadurch, dass er eben alles kontrolliert, herrscht er auch alleine. Von daher ist es für ihn ja geil, so wie es ist, ne? So, die eine Königin hat in Gefangenschaft, die andere hat geschlafen. Also Win-Win, ne? Ja, keine Ahnung. So, ich bin gespannt. Aber ich finde es geil, so wie Nia aufgetaucht ist quasi. In der letzten Folge schon mit diesem Bloody Hell Bastard, so wie sie früher halt gesprochen hat. Wusste, dass die Wolken noch was zu bedeuten haben in der Mitte. Deep beneath the sea where none may tread, Zed spins his world-spanning web. So you're saying the Queen of Kevis, she's there as well? Well, snuff me. I want to save the Queen as much as the next guy. But how are we supposed to even get there? You can't even get near without being ripped apart. Yeah, but if anyone were to know the trick, it's Queen Nia. Seeing as, you know, she's the mastermind behind the whole origin shebang, yeah? Wird kein Plan, oder? Right. Actually, I kinda don't. Oh, but you're the Queen! How do you not know that? This is shocking. Absolute nonsense. I simply cannot believe this. Oh, wie redet ihr mit der Königin? I don't know how to respond. Come on, you lot. Rein it in now. Huh? Hang on. Hmm? Mio, don't you get to use those Mobius powers? Well... Then it should be a snap, right? Pew! We're there! Those clowns were doing it all the time! Actually, Go on. I can't use them right now. The Mobius powers. What? I noticed it right after we liberated the castle. I couldn't work out why myself. It was so sudden. No! Is this why you blew us off saying to ask the Queen ourselves? Sorry, Uni. Oh, love. I suspect it must be Zed. Huh? The power of Mobius. It's part of the flow and fabric of the world. What is permitted and what is prohibited is subject to Zed's whims. Oof. Even with Origin, not every Mobius knows of his existence. But I was able to use the Ouroboros powers. The power you currently wield is, let's say, external to the flow. Even Zed himself cannot grasp what's beyond his reach. Therein is my hope based. We're still stuck, though. We know where to go, but we're kind of dead in the water here. How to tackle the vortex, then? Mr. Salmon. Mr. Salmon was, that Nopon from the city. Yeah. Recall what he said about a ship that could brave the Great Sea. Ultimate vessel. That right. Even vortexing raging great sea not slow advance. It'd go down in history as queen of Hab ich boats. schon wieder vergessen gehabt, du. Still work in progress, but sure to bring to fruition someday. It's someone's dream. Yeah, he did say that. Something about it being able to take on stormy weather. Wait, wasn't that a work in progress, though? I think he might have been drawing up blueprints. Whatever Mr. Salmon said, he was pretty ardent about it.
Which must mean there might be a way to get there after all. All right, let's go. Yeah. Finally, our lucky break. Looks like this place was worth the trip. Better hurry. I hardly imagine Mobius will stand idly by. Agreed. Ja, sag nicht mal Tschüss. Your Majesty! Huh? Thanks a lot. Things are looking up. Sure. Right, okay. I think I understand. If you're looking for someone, he'll be in maintenance, same as usual. I'll send someone to get you. Just head on over. Many thanks. We'll be outside the Cloud Keep. Okay. Können wir uns endlich bewegen. Muss ich denn schon wieder in diese Richtung? So. Ach, weil ich so komisch gelaufen bin. Okay, also jetzt haben wir natürlich vieles erfahren. Ich finde es cool, dass Nia dabei ist. Und dass sie auch erstmal, als sie aufwacht, so redet wie die Nia aus Episode, also aus Xenoblade 2. Super cool. Finde ich mega geil. You wanna do some sprints, Ich würde noch gerne mehr von den Connections sehen, also mehr als 2 Charaktere, die man von früher kennt. So, also man hat jetzt ja natürlich Nia und Melia, hat man ja auch schon gesehen und auch gehört. Wünschte mir, es würde noch mehr geben, das wäre super cool. Dass man einfach sehen würde, okay, die Welten sind wirklich irgendwie verbunden. Würde ich schon cool finden, weil aus so einer Story kann man natürlich auch dann viel mehr machen, ne, so. Aber es hat viele auch so ein bisschen geärgert, dass die Storys sich sehr ähneln irgendwie oder auch von der Art her und die Welt sich sehr ähnelt zum ersten, aber keine direkte Verbindung da war. Und vielleicht hat dieses Spiel jetzt einfach irgendwie das gemacht, dass diese Verbindung halt gibt. Dass man darauf das aufbauen kann, was storytechnisch auch über nächste Teile vielleicht zusammenhängend ist und funktionieren kann. Okay, back to the city. Also jetzt brauchen wir unser Schiff, um übers Meer zu schippern. I'm just glad the people in the city made it Ah, okay, muss hier vorne. through unscathed. Muss gar nicht so weit. Da ist er ja. Hallo. Hallo. Ah, friends mean old Butte. She tucked away, all cozy in dock number 3. What? Really? Aber ist noch nicht fertig. Wir müssen noch Materialien Curious. sammeln. We are. All righty. Then please follow Sam on to port. Safe geht jetzt irgendwas nicht. Ach, hier läuft die jetzt rum. Guck mal eine an. Ja, haben die auch gesagt, dass sie die hierher bringen, ne? Wie komme ich denn zum Port? Muss doch hier sein, oder? Achso, jetzt kommt man da rein, wo man vorher nicht rein konnte. Ah. Eis aufgeben. Im Kampf kannst du Minus drücken. Okay, gut zu wissen.
Wer will denn aufgeben? Was ist mit euch? Ja, durch die Tür konnte man ja früher nicht. Das jetzt so viel anders aus als das vorher? Ja, es hat diese Schubdüsen dran, oder? Alles, ne? So this is it. The ship that can conquer the Great Sea's vortex. Sweet! And you got it all ready, too. It's like a different beast from what we've been using. I'd venture to call it a masterwork. There's a real sense of power behind this craft. Please not to get garments in twist. This is just hull. Just the hull. Key elements of engine not quite ready yet. Ship without engine is like torpedo wrap without filling of tasty sausage. That crime against cuisine. Torpedo wrap without tasty sausage like ship without engine. Oh. Mr. Salmon, what is it the engine needs? To be precise, just need core component. Is this part here, and still need 6 more to make. Unfortunately, only have this one here. Das. I've seen that metal before. It's the same as Noah's sword, right? Yeah, looks like it. Also, it's same as metal that go inside fancy eye patches of lost numbers. Hä? Friends know eye patches block Mobius tracking, surely. Yeah, we heard that from Monica. That because eye patch emit special wavelengths. This here shows sources of such waves. Points of light on map indicate where metal can be located. But Salmon could not visit. Every place is fearsome scary. Oh je. Can't you just use the metal from the eye patches? Those important equipment for lost numbers, so no can do. And even if could, metal is stretched into thin foil, making total amount not sufficient. That's a shame. Mio, look over here. Yeah, the Cloud Keep. It's that thing that the Queen had. Mr. Salmon, so if we got you 6 more, you could complete the ship? Naturally. With that can make ship with power and defense that weather any storm or hole in sea. How long would it take to build? Would give it 3 days, tops. Wow, that's real snappy. Good, as time is of the essence. All right, let's crack on. Yeah. Mr. Ach, Salmon, schade. don't you worry. We'll get you Ich hatte your gehofft, ich kann parts. jetzt einfach direkt hinfahren. Mehr. Okay, lass mich jetzt. Okay, zuerst zur Wolkenfest zurück. Das ultimative Schiff. We've never been here before. Ah ja. Okay, hier kann man dann später anscheinend rausfahren wahrscheinlich. Wie?
Auch nicht. Gut, wir müssen wieder in die Wolken. Hat die Wolkenfeste ein eigenes Ding? Ne, obere Ebene und hier müsste die sein, ne? Hallo, Frau Königin, wir sind wieder da. Wir brauchen Metall von Ihnen. Super wichtig. Wären Sie wohl so freundlich, uns was zu geben? I didn't expect we'd be going back to meet the Queen again so soon. What? Why are you here again? Und sie wollte ihre Ruhe haben. Sie hat doch nicht lange geschlafen. Hey? The Gears of Origin. What fate that they would be the ones to guide you. Ouroboros and the Sword of the End have. They brought us this far, so I wouldn't be surprised. I understand. Well, in that case, I will gladly concede it. You knew we'd be coming back though, right? It was all a part of your grand design, yeah? The future must be sculpted with one's own hands. Something like that? Right, certainly. The future isn't something you can just be given. You do have to reach for it. With your own hands, yes. Das ist so geil, dass die gar nicht so reden will eigentlich. Das ist super lustig. Well, that's the first. 5 left to go. A promising start. Yeah, could be worse. Keep going like this, and job done. Thank you, Majesty. I promise you, we won't waste this gift. Stolpert, fällt runter. Wait a moment. How will you access Origin, even with the ship? I mean, We're gonna plunge into the Great Sea's vortex. And after that? Origin is protected on every side by thick armor plating. You think you'll find a berth? I guess, maybe? For starters, we don't even know Origin's general schematic. We're going in blind. Take this. What's this? Is this Origin? A certain Nopon engineer was involved. On the Agnian side of Origin's construction. That's an early blueprint left behind from those days. The Great Sea's vortex is likely born from the force field emitted by this middle part, amplified by the structure built up around the circumference. That would be my best guess, anyway. As for the original purpose of the structure, it was a device to deploy a field to protect the facility while it generated an omnistatic space. Consequently, this middle section here, it lacks the armored shell, making it Origin's only weak point. So then, basically, this is our entrance. Enter the vortex, and then using its flow, break through to the inside. Once Und you are dann schießt du ein within, Torpedo in die Mitte und destroy the explodiert force alles. field generator at the center. That's the trick. Yes, I see. However, the internal structure of Origin may well have been heavily modified by Zed. Even after you make it in, you must be on your guard. Understood. We'll be fully prepared. Huh. You gotta hand it to the Queen, though. How could anyone know all that? Shocking, I know. Absolutely. I simply cannot believe this. Come on, you lot. Make your minds up already, will you? By the way, after you met up with M,
You were sleeping here all this time, right? Yes. So then, how did you know we'd become Ouroboros? You seem to know what had happened at the castle as well. Even as I sleep, I learn. Information on everything in this world collects right here. Thank you so much for all this. I promise you, we will seize the future. Hä? Hä? Geil. Okay. That sound. Das heißt, jetzt hier Übersicht. Da. Da war ich sogar schon. Das ist jetzt der Vorteil, dass ich die Karte schon bei vielen Sachen gut erkundet habe. Heißt, ich weiß, wo ich hin muss. Und die Gegner hier sind nur Level 61. Das ist ja super lame. Hier hinten ist noch dieses Lager. Das könnten wir eigentlich auch theoretisch probieren. Endlich zu befreien. Also dieses Wrack, was man so neu starten kann. Das habe ich immer ein paar Mal schon versucht vorher. Aber ist ja auch schon ein bisschen mehr. Das habe ich mal nie geschafft. Weil immer gleich 3 Gegner gleichzeitig mindestens angreifen. War dann immer schon ein bisschen viel, wenn man Level 57 ist. Oh, you think you can take me out? Wir machen noch doch ganz gut Damage, aber ich bin halt auch offensiver, ne? Ich bin jetzt kein Tank. Warum greifen die denn auch Senna direkt an? Machen da meine Tanks, wird die Aggro ziehen, Leute. Da kommt noch einer dahin. Das ist trotzdem noch schwer. Ja, jetzt sind beide Heiler tot. Geil. Ja. Ach Mann, dass sie immer die Heiler dann angreifen, ist so kacke. Das ist so scheiße von denen. Ach Mann. Sind halt einfach 4 Gegner und die fokussieren dann schön irgendwie gefühlt die Heiler und sagen sich, haha, ihr heilt einen Scheiß. Ah, scheiß drauf, ich lasse das jetzt. Und wieder, wenn ich Level 100 bin und stampfe ich irgendwie angespitzt in den Boden. Ich gehe jetzt erstmal der Story nach und finde dieses Teil. The origin metal signal was coming from around here, right? Let's sniff it out. Die greifen mich eh schon alle nicht mehr an.
Verziehen. Ein Thermaldetonator. Nein. Geht jetzt. Das ist ein Krokodil vor, ich weiß das. Ich kenne dieses Krokodil. Aber eins ist, glaube ich, nicht schwer. Ich vermute nicht, dass die das große Probleme macht. Aber die 4... Ja, okay. Es finisht mich einfach. Obwohl es 8 Level niedriger ist als ich. Ist klar. Und so squishy. Well, did you watch me strut my stuff? Bored now. Next. So. Ganz anders aus. Ups. Und jetzt muss das hier irgendwo sein. Hier. Milchstegfälle. Ah. Da war ich nämlich auch schon. Habe ich doch alles schon gesehen, Leute. Können wir uns jetzt einfach easy hin teleportieren. Ja, die Sackgasse habe ich schon mal gesehen. Tatsächlich war mir bewusst, dass man da irgendwann nochmal hin muss. Sei es für eine Nebenquest, weil das so eine hinterm Wasserfall so eine Sackgasse war, die sehr verdächtig aussah nach, hey, hier ist vielleicht was. Und jetzt ein, oh, ja genau, der kam da raus. Hässliches Viech. Und warum hat der 6 Augen? Guck woanders hin. So. Okay. 3 haben wir schon. Jetzt wird er mich wieder anrufen und sagen, ja, ich habe die nächste Position markiert. Okay. Hier, richtig. Oh. Unten vielleicht. Oh, damn, man muss nach unten. Oh, da war ich nur einmal. Hey, Leute, jetzt müssen wir ein bisschen Map erkunden gehen. Ich dachte, hier sind die Level 70 oder irgend sowas. Gegner. Oder war das nicht so? Aber hier waren wir einmal kurz drinne. Damals mal. Ja, siehst du, Level 17. Halleluja. Hier ist Giftsumpf. Boah. Wir gehen einfach straight in die Richtung. Straight up. Können wir nicht springen. Mal nicht so viel Schaden. Glaube ich. Jo, einfach ein dicker Drache da drüben schon wieder. Oh nein. I've McFallen. Boah, Level 78. Ei.
Vielleicht gibt es ja noch einen Teleportationspunkt irgendwo, wo man... Oder ein Lager. Können wir mal ein bisschen gucken eben. Wo man sich dann... hin teleportieren könnte. Irgendwie noch nicht so. Tasche. Liegt da. Riesenkäfer. Oh klar, Riesenkäfer. Noch ein Riesenkäfer. We're getting an origin metal readout from around this area, I think. Let's Jo. leave no stone unturned. Gorillas. Okay, hier ist einer Level 58. Du bist der Lameste auf diesem auf diesem Planeten hier. Ach, der hat den gegessen. Ach, natürlich. Das war ja klar. Der hält ganz schön was aus. Der Käfer darf nicht ein bisschen angreifen da. Obwohl ist ein gescriptetes Battle. Weil ich habe so eine Umrandung. Ich kann den Kampf auch nicht verlassen. Von daher glaube ich nicht, dass die Gegner von außen mich angreifen werden. Aber der hält ganz schön was aus. Ich dachte halt schon, dass ich alle von den Viechern so einfach einsammeln könnte. Das wäre chillig gewesen. Mann. Hallo. Das ist einfach eine Angriffskette, weil dann bist du eh tot. So. So weit, so gut. Ja. Heldenbonus. Abfahrt. Yippie. Yippie. Oh, der ist gleich tot. Vernichtung. Kram. Ja, jetzt habe ich Reaktivierung. Jetzt kann ich das machen, aber das brauche ich nicht mehr, weil das ist eh hinüber. Brauchen wir das auch nicht mehr angucken dann, weil das ist jetzt nicht so spannend.
So. Hängt noch was dran. Also bei dem letzten ist bestimmt ein Endgegner davor oder so. Da ist sogar eine Quest hier unten. Ja. Ich wollte hier nochmal eben antikes Lager. Mal eben die Truhe holen, wenn wir schon mal hier sind, so in der Gegend. Nicht? Da dachte ich, das kann ja nicht schaden. Okay, jetzt müssen wir aber nach vorne. Wo müssen wir denn da hin? Da. Dann alles. Da waren wir allerdings auch schon, weil das sind andere Nebenquests hier. Wir müssen dahin. Haben wir aber die Karte natürlich auch schon entdeckt. Ist doch klar. Hey, that's not your everyday jump. Is this where the readout for the origin metal's coming from? We'll find it. I dare Ja, was say müssen wir we jetzt hier have no machen? hands at this. Ganz viele Erdhaufen sind da, oder was? Okay. Lass mich raten, dann ist hier voll viel Gegner drunter oder so. Ja. Okay, welchen nehmen wir? Den hier. Safe, der letzte, den man nimmt. Ich sollte Lotto spielen. Findet sich wo? Was? Oh, Musik ist aus. 1000 Jahre zuvor? Congratulations! You're special. Precious few make it all the way to their homecoming. But this won't do at all. Your lives shine all the brighter if they are extinguished right here on the battlefield. Hmm? What's the meaning of this, Commander Chris? I bid you sheathe your blade, my Lord Consul. Come again? You want to take his shine for yourself? I am simply stating there's no need. Why kill him now? Hmm? His time is at an end. How brightly he shone. He himself knows better than anyone. Your actions will not make him brighter, I'm sure. Mutiny! Why not just let it go, V? Why are you here? When their appointed hour arrives, should we not grant them an appropriate departure? Don't be a fool! Then their life will be lost from circulation, will it not? Oh. Zed also wishes it so. Zed does? I refuse to believe it. Very well. Do as you see fit, then.
Okay, aber was macht denn die Heimkehr dann mit einem? Also du wirst nicht wiedergeboren, das haben wir ja schon erfahren. If I may, let me send him on. Warum sollte der Zed das zulassen? Also wenn die Welt ihm gehört und er, ne, diese Nahrung von Leuten braucht, weil dadurch würde sein Vorrat ja schwinden. Macht ja eigentlich keinen Sinn, außer die Heimkehr hat irgendeinen Effekt, der noch nicht bekannt ist. Also die Leute verschwinden irgendwo hin, wo sie ihm vielleicht trotzdem noch von Nutzen sind oder besser von Nutzen. Das ist 1000 Jahre her, hallo? That's a good tune. A Chris original? Yeah, I suppose it is. Maybe I'll pinch it as well. You've got your own tunes, Noah. Those are just as good. Wonderful, I'd say. Really? I only tweaked a few notes in a score from my previous colony. It's not the notes that matter. It's the feelings you imbue them with. Feelings? Raw emotion. It resonates. Das ist der, oder? Oh, all ye formless dead. Will you respond to the Queen's awakening? The sword of the end. Of all the vestiges of origin strewn through the world, who knew this fragment yet remained? It is no longer one with the flow. We have no means of controlling it. Will you go, then? No? There's no need, is there? He will come to me. I know it. To share with me his feelings. Ich wusste gerade schon, dass er das ist irgendwie. Ich habe es mir schon geahnt. Oder habe es schon geahnt. Wurde der nicht aber ganz am Anfang auch... Hat er nicht seine Heimkehr erreicht ganz am Anfang? Is it here? It's not inside the castle. Okay. So that puts it at Garden Defense Base. Garden what now? It's a guard outpost at the castle rear. They bring new recruits there too, for basic training. Well, phew. You had me worried there for a second. Thought we'd be back in the Antol's jaws. Even so, it's an enemy base. We can't expect to just waltz in without a fight. In welches Schloss? First, let's just try to scope it out. Agnes, das habe ich doch erobert. Pervers, natürlich. Pervers. Hatte ich mir tatsächlich fast gedacht. Was buried.
dass man da doch nochmal irgendwas Längeres bekommt beim letzten Teil. Schade. Jetzt müssen wir noch eine Nebenquest machen. Ich hatte gehofft, wir können ordentlich Progress machen. Also auch noch weiter als das, was jetzt ist. Ja, wo schießt mich das denn hin? War das hier vorher schon? Will it move now? Da war ich noch gar nicht auf dem Ding. Okay, aber erstmal gucken wir hier. Hallo. So it's beyond this bridge? Yeah. Kommt doch der Gegner. Da stand No so immer chance so from einer the front. vor. Not like this. We can go across those islands. Bis ich gerade That schon way, das Seil we gemacht should be able habe, to swing round the back. habe ich mir fast gedacht, dass ich dann da sowieso It's in lang and out, komme. fast as we can. Wieder das Yeah. Spiegel We go lesen in, wie we ein get the Buch. shard, and we hightail it out there. Right. I can't see another way. Let's do it. Chris, you were a week away from your homecoming. Ach, er hat sie doch nicht erreicht. Okay. Dachte mir, es war so. Noah, you okay? Oh, yeah. Sorry about that. Hmm? Strange. Now of all times. Ich dachte, ich muss nicht hier lang. Was? Was ich jetzt so im Nachgang ein bisschen scheiße finde aktuell, oder ein bisschen schade. Die hatten, also Noah und Mio hatten immer And off we go! am Anfang oder im Laufe der Story dann natürlich eine sehr You think we'll be able to slip eine through undetected? Art Beziehung aufgebaut zueinander. Und die hat sich dann immer manifestiert und war halt super cool und super emotional, weil ja eben Mio vor ihrem Tod quasi stand, für die sich jetzt halt zerschlagen hat, aber dadurch ist trotzdem irgendwie diese Beziehung oder dieses Techtelmechtel ein bisschen in den Hintergrund geraten. Das ist ein bisschen schade eigentlich, weil, keine Ahnung, normalerweise verschwindet das dann ja nicht einfach. Nur weil man sagt, hey, meine Freundin stirbt nicht. Mag ich sie auch nicht. Quatsch. Harpune zu den Dächern. Yes. Like this? And then here and... Au. Okay. We'll take this down. Sind wir drinnen. Müssen wir noch ein Stück. Better give it a good once over. Nee, das ist hier vorne in der Abwehrbasis. Stimmt, ich dachte, ich muss ins Schloss komplett. Stimmt ja gar nicht. Ich musste ja nur hier hin. Oder kommt doch eh noch ein Endgegnerkampf? Ist hier noch irgendwas? Nee. Obwohl, da ist was. Eben kurz die Map vervollständigen hier unten. Weg. All right. Den Schatz hier lassen wir uns nicht Let's just entgehen. sneak a peek. This was a nice fight. Und ich breche
brich dir die Beine. Okay, mal gucken, was jetzt kommt. This is unsettling. Not a single person anywhere in sight. What's going on? Is this because we busted up the Annihilator? No, I very much doubt it. We didn't do I any direct doubt damage it. to the castle itself. Maybe it's because of the Machine Queenie? Even so, we didn't actually free the soldiers here, right? And yet no one's here. It's a trap. Huh? The shard's changing position. Hey, Noah, look at this. Noah? It's a song. What song? You're right. It's a Kavesi one. The melody. Yeah. And it's not just any melody. I know who's playing. Irgendwie durch diese Nebenhandlungen, die es momentan so gibt, baut man gefühlt so die Vergangenheit der Leute, arbeitet man so Wasn't that auf. the guy who was Noah's off-seeing instructor? Yeah. Huh? But Chris is... Yeah. He died 4 years ago. Does that mean he's been reborn, like Ethel? No. I don't think that's it. What then? Like Mobius? There are two types of Mobius. The kind like Z and X, who were Mobius from the beginning, and humans who became Mobius, like N, M, and Urine. So... Is this like a trap? Probably. Yeah. But the origin metal readout is real. It's definitely here. In we go? Yeah. In we go. What? Into the jewels? They're clearly aware that we're coming. But there's no one around. He's waiting. For me. Bild dir jetzt bloß nichts ein. Oh, guck mal, jetzt kann ich hier ran. Wieder kurz die Karte vollständigen. Okay, müssen wir jetzt anscheinend doch ins Schloss. Hatte ich mir fast gedacht übrigens. Und nicht einfach hier rein spaziert, einen Gegner besiegt und wieder rausgeht. Oh yeah, eine Kiste. Let's just sneak a peek. Is this like a rare thing? Ich habe jetzt in dem Spiel so noch nicht so richtig rausgefunden, zum Beispiel, warum man so viele Sachen aus Truhen findet. Weil ich habe sie bisher alle irgendwie noch nicht gebraucht. Ach, eine Kolonie. Lol, hier ist noch eine Kolonie? We've been to quite a few places now. Okay. Was? Kolonie sieht wirklich mal richtig aus wie eine Kolonie mit so richtigen Häusern und so. Nicht wie alles andere provisorisch hingezimmert. Komm ich da mal rein? Zum steppenden Nopper. Guck mal, das sieht mal wirklich geil aus hier. Schicksalskreuzung. Hier. Kathedrale pro... Alter, guck mal. Das sieht geil aus. Warum sind nicht alle Kolonien so? Ich meine, das Schloss Agnes war auch nicht wie die Nacht. Das sind Gegner? Nee. Ins Bordschiff. Hier komme ich doch die Truhen auf. Und ich komme da überall noch nicht ran, glaube ich. Okay, ich vermute, wir werden in einem Rutsch jetzt hier auch die Kolonie dann befreien.
Sieht geil aus, die Kolonie. Bisher eigentlich mit so die schönste. Klar, die City ist immer noch geiler, aber von den Kolonien selber, die schon echt cool, weil sie mal richtig aussieht wie eine Stadt oder ein Dorf. Die anderen Kolonien finde ich so ein bisschen langweilig, weil die alle gleich aussehen. Also du hast ja immer nur irgendwie so einen riesen Ferronis. Das sieht doch mal eigentlich aus hier. Und dann hast du da so improvisierte Zelte und eine Mauer. Ist ja immer nicht so. Fand ich halt immer irgendwie nicht so spannend. Und ich mag solche Spiele, wo eigentlich super coole Städte sind und so. Und super schöne Sachen zu erkunden sind. Wo man merkt, dass die Leute sich Mühe gegeben haben, diese Welt zu erschaffen. Ja. Good to see you again, Noah. I knew it. Chris. Thank goodness. I'm so happy to see that you're still an Offseer. Chris! Come out! Reveal yourself! I'm waiting in the throne room. Take your time. Ist aber kein I want you to König. come up here. Then I want you to play that special melody. Chris! I'll be waiting. Mach dich eh platt. Was glaubst du denn? Noah, are you alright? Look at Erstmal gehen wir jetzt denen hier aus dem Weg, weil I'm fine. We need to bestimmt. go up to the throne room. Chris is waiting. Das Ding sieht doch voll aus wie auch das Schloss in Alcamoth. Mit dieser Treppe. Zumindest sehr ähnlich. Nicht ganz genauso, aber sehr ähnlich. Hier mit diesen beiden Treppen. Da standen hier mal so Wachen vor. Hier so. Die haben mal gesagt, Good Day oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Badisten waren das. Halle des Aufstiegs. Ja, und diese Teleporter hier. Oder was auch immer. Ah, wir müssen die ersten auch nochmal spielen. Dann kann man sich wieder ein bisschen mehr dran erinnern. On Irgendwie. the day of a homecoming. Doch, siehst du, hat das... Ach nee, doch nicht. Da steht er. Ich dachte, er war das. I remember. A short time later, I put in to become an Offseer. And then, we met again. Ionis und McConaughey. The Habt ihr name's gesehen? Noah, right? I'm Chris. Starting today, I'll be your personal cheater, alright? Let's Cheater begin. oder Teacher? Hey, Chris. Tell me something. Back then, on that day, why did you look so sad? Which day? The day of homecoming. In Colony 14. Ah, I see. So that's how I look to you then. The others looked so happy. And the soldier, he was so pleased about it. But not you. I think he probably felt content. Content. He had lived through it all, fought hard, and in serving his colony, he found purpose. I find it's quite a tragic thing. But why? I mean, it was time for him to return home. What do you think that entails? Huh? Reaching your life's expiry date. Surviving through so many battles.
Well, Do you honestly believe he was happy to disappear for such trivial reasons? That his smile belied no doubt? To me, he looked ready to cry. Being unable to choose his end. Merely accepting what comes next. Chris. There's no joy in a contrived death, Noah. Ich glaube, das sind immer die, die sich für Mobius Contrived rauspickt. death, Die Leute, huh? die At this nicht point, gehen wollen forget him. oder keine Ahnung, die dieses Kind of, at least. Leben so satt haben irgendwie. On that day, he shook my belief. Was I really content? Content with the path I'd chosen to follow? And then he chose for himself. His end would be by his design. I need to know. What was he thinking back then? And why now? Why has he appeared before me? I hate the waiting part. Topographical info updated. Empore. Chris. Seriously, those Korridor der Gnade. Sieht aus, als wenn ich jetzt im letzten Endboss laufe gerade. Vielleicht ist Chris der letzte Endboss. Er ist viel mächtiger als Z. Warum ist das jetzt angesprochen? Noch weiter oben. I hate the waiting part. Hahaha, alle draußen gelassen. Die Hälfte steht unten. Noah ist nicht mitgekommen. Hat keinen Bock. Ah. Hier ist der Thronsaal. Hier war ich ja schon mal. Komme ich jetzt wieder aus dem Wasser raus? Eise. Aber hier war die Story dann ja sehr schnell zu Ende für mich. Wir machen. Dass er auch gerade hier wartet, ist auch weird, oder? Schon wieder Melia, die Lächer. Metallkönigin. Chris. Ouroboros, you dare to appear before me once again. Do you not value your lives? Such idiocy. You should never have shown your faces here again. But you leave me no choice. For sullying this consecrated ground, I will see to it that justice is served. Er haut die jetzt um, oder? Die Stecker jetzt. What a terrible din. Sag ich ja. Only an imitation. Its empty words could never ring true. Let me hear it, Noah. I want a true melody. Der fackelt dann nicht lange, wa? Let me hear your melody. You'll hear it, It'll be the Ah, gleich Bock, ey. Ich sag, wie es ist. crescendo. Hält ganz schön was aus.
Fehlen sehr häufig irgendwie. Wo will der hin? Ich weich aus. Ich gehe hier. Er geht doch eh nur auf Noah. Wir wissen doch alle, was er macht. Au. Ich habe die Beine weggezogen. Oh, I'm dead. I'm dead. Ich will die Beine weggezogen. Ich bin gestolpert. Da ist schon wieder jemand tot. Irgendwie können die Gegner halt immer... Alter. Hey. So, der war jetzt wütend geworden, ne? Pass auf, wir machen Ouroboros-Fusion. Nein, ich konnte es nicht mehr einsetzen. Ich wollte seine Special-Fähigkeit noch machen, weil die super strong ist. Egal, anderes Kette. In your ass. Ja. Das Gefühl, der kommt auch gleich nochmal, indem er seine mega Mobius-Form macht. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Zack, 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 zack. Diskus werfen. Für einen Verteidiger macht der echt gut Schaden, ne? Das ist ganz schön krass. Juni haben wir schon benutzt, ne? Kriegen wir noch mal 2 hin? Theoretisch auch, ne? Aber wir probieren das einfach. Obwohl, hätten wir gar nicht gebraucht unbedingt, weil sau low schon.
Doch nicht. Ich dachte, man kann... Ich habe aber doch auch schon mal irgendwann 4 hingekriegt von den Fähigkeiten. Alter, der hat aber 4000 Schaden gemacht. Kurz danach war ich wieder am Leben, weil Kampf war vorbei. Das war wichtig. Why, Chris? Why become Mobius? Tell me, what would possess you to side with them? So I could see you again, Noah. But why? Your sworn mission is to change this world, is it not? Yes. And is that because you're unhappy with the way it is? It's wrong, and we have to correct it. That is all. I see. So relentless desire is what drives you. Desire? You fight for betterment, for ever greater aspirations. And what's wrong with that? Nothing at all. It's human nature, after all. But you still don't understand. There's something you must learn. What's that? To be content with one's lot. Und deswegen bist du Mobius geworden. Ja, macht ja Sinn. Don't you see? Only the strong can ever hope to reach the fabled horizon that you seek. Your words must be backed up by strength in equal measure. Winner's logic. But birds, what can they possibly know of how a lowly worm feels? Then, what would you have become of the weak? Would you abandon them? You would refute their everything? End their story there? Mobius are the ones doing that. Noah, what you're trying to achieve here amounts to the same thing. You really think freeing Origin will revive the world and solve all of our problems? You must surely have heard from the Queen of Agnes the truth of this world. So what then? You're saying the Queen's lying? No, surely not. Then what? But there is no guarantee. If the Queen is wrong and the world is not created anew, what happens then? Huh? What if this is some flight of fancy? What if you've been taken in, staking your lives on a whim? Who's accountable? I ask you that. Well, I think it's still the right thing to do. Oh? It was your smile, Chris. I get it now. I know why you were smiling back then. I'm good here. I get what you meant now. You asked me once if I would keep moving. And my answer... Tell me, Noah. I will. To the end. So that I can treasure those final moments. Final? When that hour is upon me, I want to look back and smile. Then I'll be good. And to come out smiling, we all have to choose where our lives take us. For our future selves. And yet, lack of choice is enough to break a person. They struggle, suffer, clawing their way through endless fog. A world without choice, that's wrong. If death is a lie in this world, it deserves to end. So you'd rather perish along with the world? I just want to cut this world free from Mobius. Whatever the consequences. Yeah. Otherwise, the Queen would never have told us the things she did. We take everything as it comes, and we're afforded so little. Still, no matter how slim a chance we might have, it's a chance. So if that's an option we can take, then I'll take it. Noah, your melody, I hear it loud and clear. Now show it to me. Your conviction and your smile. Das war klar. Was passiert jetzt?
Okay, er verwandelt sich doch nicht erstmal. Ist erstmal nur in einem Roboter. Roboter Chris. Greif jemand anders an. Bin schwach. Bin schwach. Aua, aua. Ganz schön stark, ey. Vor allem, weil ich mir noch nicht so viel abgezogen habe. Autsch. Oh. Wir können die so schnell immer Stufe 3 haben bei dem Synchro. Und mir dauert das immer voll lange. Da war ja irgendwas falsch. So, wir machen mal eine Angriffskette. Ich vermute, dass wir höchstwahrscheinlich 2 brauchen. Weil er hält ganz schön viel aus. Scheiße. Das reicht nicht. Doch. Genau 100. Gut. Gut. Yes. 132. Na toll. Ernsthaft? Jetzt habe ich Senna nicht. Ach, okay. Oh Mann. Ah, ich hätte die andere nehmen sollen, da hätte ich 200% gekriegt direkt. Und hätte dann einen reaktiviert und hätte. Nee, ach, scheiße, gepennt. Obwohl, ich hätte wahrscheinlich gar keine Ladung mehr jetzt hierfür. Doch, guck mal. Oh mein Gott, es geht noch weiter. Boom, 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 boom. Nice. Jetzt müsste ich eigentlich ja noch die Ouroboros kriegen. Oder? Hier. Mal den können wir am Ende machen, das ist super. Aber wir hätten auch mit Juni anfangen können, ne? Na egal.
Oh, wie viel Schaden gemacht mit einer Attacke. Oh. Was? Zwei Millionen. Nice. Die dicke Klinge hier. Das haben wir gleich. Hier auch den komischen Roboter besiegt du. Weg. It's a beautiful song, Noah. Noah, the one who made me Mobius, was said. And it wasn't just me. J too, and N, and M. All of us were human once. And Z changed our very being. Why? Why would he do that to you? For that, you'd be best off asking Zed himself. But listen, Noah. I think in the end, I was happy to have become Mobius. How could I not be, after hearing such a wonderful song? Chris. Mobius are an entity bound by the confines of this world. Strong, yet somehow fragile. And in their fragility, they crave only the now, fearing to tread even a single step towards the future. I chose the path of the Offseer because I had a thought. The sender and the ones being sent. I wanted to learn exactly what it was that connected them. Though we may be forgotten, our feelings live on. It is through our melodies that we carry them on. I think I once told you something to that effect. Yeah. There's a place doing just that. The city. The city is? The many lives born of the city. Lives whose existence was never recorded in origin. They are our future. They themselves are proof of the coming winds of change. I think I see. They are our hope. Just as you once were. They too are the product of Ouroboros' will. And that is something that can never die. Warum ist er gar nicht so wie Anna Mobius Chris, irgendwie? Ist er noch so you knew voll... everything all along. Noah, one last thing. Mir was von der Tanke mit.
You gonna? You really do play the most beautiful tune. Go now, Noah. Sing your song for all to hear. Noah. Huh? So those things Chris said, what was that all about? Finding value. What now? Chris, when he played his Offseer song, he conveyed his wish to me. His wish that I would come to find value in all things. He entrusted it all to you, Noah. Ergo, the rest is history. Yeah, but it's so. Sad, isn't it? I'm going, for sure. His wishes won't be in vain as we march on Origin. Das Metall mitgenommen? Oder ist da noch? So, oh, scheiße, wir haben das Metall vergessen. Do you truly want it thus, O ye voices? Then let me enunciate, emphatically so, the rules to which this world adheres, for the benefit of us all. Komische Stimmen sind gruselig. Ach, ich Yes. There's been a change in colony relations. Looks like we got all the metal. So, jetzt habe ich hier ja eine neue Kolonie, ne? Das. Hier bin ich. Ja, Kolonie 11 ist nebenan quasi direkt dran und das ist jetzt quasi die Kolonie des Schlosses hier. Okay. So, aber Leute, das soll es für heute gewesen sein. Das ist ein guter Punkt, um jetzt hier zu stoppen, diese Aufnahme. Beziehungsweise beim nächsten Mal weiterzumachen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Wann auch immer ihr das seht, lasst ein Abo auf dem Kanal da, ein Like auf dem Video. Feedback und Kritik natürlich gerne mal einmal, wenn es konstruktiv ist, in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.